Ich hätte damals fast aufgehört zu malen. Und das, obwohl ich Kunst studiert habe. Ja, und genau deshalb tue ich heute, was ich tue. Und vielleicht erkennst du dich ein Stück darin wieder. Ich habe als Kind schon immer gern gemalt. Ja, schon seit ich ganz klein war, ganz frei von der Leber weg, einfach so drauf los. Ich habe es geliebt. Malen war für mich wie Atmen. Malen war mein Freund. Und als ich dann größer wurde, da stand die Frage im Raum, was mache ich denn, wenn ich groß bin? Ja, und da war eigentlich klar, Kunst studieren, was sonst? Und so studierte ich dann Kunst, ja, in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Und das Studium war irgendwie ganz, ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Es war nicht so leicht für mich. Ja, ich wollte auch mehrfach aufhören, denn für mich ist es so, dass Kunst und auch die eigene Spiritualität oder die ganz ureigene menschliche Magie, ja, die Herzensmagie, dass das untrennbar miteinander verbunden ist. Und das war auch schon immer in meinen Bildern spürbar. Und das hat auf der Hochschule in meinem Studium keinen Platz gefunden. Es war so, dass es teilweise nicht verstanden wurde oder sogar abgelehnt wurde. Und das war für mich damals sehr, sehr schwer. Ich war noch sehr jung, ja, sehr unsicher und habe mich auch immer mehr zurückgezogen und habe dann auch gemerkt, dass ich mit immer weniger Freude in die Hochschule gegangen bin. Doch trotz meiner Zweifel und meiner Unsicherheiten habe ich mich durchgebissen. Ja, ich habe mit Disziplin und Fokus mein Studium beendet, habe es durchgezogen. Und es war allerdings so, dass ich am Ende dann an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, ich will nie wieder malen. Ich wollte keinen Pinsel mehr anfassen, ich wollte damit nichts mehr zu tun haben. Ja, es war die totale kreative Blockade. Und an dem Tag, als ich die Hochschule verlassen habe und die Tür hinter mir geschlossen habe, habe ich gespürt, ich muss das in Ordnung bringen. Und am nächsten Tag ging's los. Da habe ich begonnen zu malen. Ich habe jeden Tag gemalt. Für 2 Jahre habe ich mich zurückgezogen. Ich habe mir viele Künstlermaterialien bestellt. Ich habe mir Papier und Leinwände bestellt. Ich habe mich zurückgezogen in meine Wohnung und habe einfach nur gemalt. Ich habe mich in Ordnung gemalt. Ich habe mich wieder frei gemalt. Ja, ich habe mir über das Malen alles zurückgeholt, was ich verloren hatte. Und in dieser Zeit, in dieser ganz besonderen magischen Zeit entstand das heilsame, intuitive Malen. Und das gebe ich jetzt schon seit über 20 Jahren an Menschen auf der ganzen Welt weiter. Ja, in Einzelarbeiten, in Workshops, in meinen Video-Workshops, in meinen Online-Workshops. Es ist ziemlich verrückt. Ja, ich habe Kunst studiert, eben weil ich Kunst geliebt habe und hatte dann am Ende aber überhaupt keine Lust mehr, kreativ zu sein. Und in dieser Zeit, als ich mich freigemalt habe, habe ich begriffen, dass Kreativität etwas ist, was für alle da ist. Ja, Kreativität ist nicht nur für eine kreative Elite da, nicht nur für sogenannte offizielle Künstler. Kreativität ist für uns alle da. Kreativität wohnt, lebt, pulsiert in uns allen. Und sie ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Menschseins. Und deswegen, ja, gebe ich das seit so vielen Jahren mit so viel Begeisterung weiter. Und irgendwann kam der Punkt, wo die Menschen aus meinen Workshops mich gefragt haben, ob ich auch mit ihnen teilen könnte, wie sie das an andere Menschen weitergeben können. Und so entstand meine Ausbildung. Ja, also seit über 10 Jahren schon gebe ich jetzt mein Wissen und meine Erfahrungen in meiner Ausbildung weiter, in der Ausbildung für heilsames, intuitives Malen. Inzwischen sind schon ungefähr 300 Menschen diesen Weg mit mir gegangen. Seit 2021 ist die Ausbildung online. Sie dauert 6 Monate und ist bewusst intensiv aufgebaut. Wir treffen uns in den 25 Wochen jeweils einmal pro Woche per Zoom
ja, für einen Abend. Und das heißt, du bist in dieser Zeit nicht mit den Inhalten alleine, sondern du wirst aktiv von mir begleitet. Es ist kein digitales Produkt, das du einfach anschaust, sondern es ist ein Raum, in dem du wirklich begleitet wirst. Zu jedem Termin bekommst du Arbeitsmaterialien von mir zugesandt. Außerdem jeden Tag einen kreativen Impuls des Tages per E-Mail, ja, passend zu den Themen der Woche. Und es gibt auch eine Telegram-Gruppe, in der du dich mit den anderen Ausbildungsteilnehmern austauschen kannst. Mir ist sehr wichtig, dass in dieser Ausbildung Verbindung entsteht, dass Verbundenheit aufgebaut wird, ja, dass gemeinsames Lernen und gemeinsames Wachsen ermöglicht wird. Und dass gerade auch Menschen, die sehr empfindsam oder auch sehr schüchtern sind, dass die in der Gruppe ihren Raum und ihren Platz bekommen und dass sie auch gesehen werden. Und gleichzeitig ist alles so aufgebaut, dass du es gut in deinen Alltag integrieren kannst. Ja, du brauchst kein megamäßiges Atelier oder keinen riesengroßen Arbeitsplatz, sondern einfach ein Eckchen, ja, an deinem Küchentisch oder auch ein Stück Pappe als Unterlage und einen Platz auf dem Sofa oder einfach an deinem Schreibtisch, ja, ein Eckchen, wo du Raum hast für dich, um dir selber Woche für Woche wieder zu begegnen. In dieser Ausbildung sind mir schon so viele wunderbare Menschen begegnet. Ich habe so viele erstaunliche Verwandlungen miterlebt, so viele Erweiterungen, so viele Quantensprünge. Ja, viele kommen mit Unsicherheiten oder auch mit dem Gefühl, sie hätten nichts zu geben. Und dann gehen sie mit einem klaren Ziel, ja, dass sie andere Menschen mit Freude und Leichtigkeit in ihre Kreativität begleiten werden. Mein Anliegen in dieser Ausbildung ist es, dass du lernst, deine kreativen Blockaden zu überwinden, dass du dir selber vertraust, dass du deiner Intuition vertraust und dass du mit Leichtigkeit und Freude deine Kunst und dein Herzensgeschäft nach außen bringst. In der Ausbildung geht es nicht nur um Kreativität auf dem Papier. Es ist auch ein Raum, wo du mehr und mehr Selbstverständnis entwickelst, sodass du am Ende der Ausbildung noch mehr weißt, wer du bist, was dich ausmacht und wie du deine Tiefe und deine Fülle in die Entfaltung bringst. Und du wirst einen riesengroßen Werkzeugkoffer in der Hand haben, der dich dazu befähigt, andere Menschen mit Freude, Abenteuerlust und Leichtigkeit in ihre Kreativität zu begleiten. Und wenn du jetzt, nachdem du all das gehört hast, neugierig geworden bist und wenn etwas in dir Ja ruft oder sagt oder flüstert, dann schau mal unter das Video, dort findest du einen Link zu meiner Website und zu allen Informationen über diese Ausbildung. Und ich freue mich, wenn du dich gemeinsam mit mir auf diese außergewöhnliche Reise begibst.